Ein herzliches Hallo hier aus dem ESO Supernova Planetarium und Besucherzentrum. Ich finde es toll, dass ihr heute mal mit dabei seid, einen virtuellen Blick in unser Planetarium zu werfen. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Tobi und wir schauen uns heute zusammen eine der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse der europäischen Südsternwarte ein bisschen genauer an. Unsere Grafikabteilung produziert zu den vielen Pressemitteilungen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch immer Material, was wir da hinten im Planetarium zeigen können. Habt ihr Lust, euch mal ein Beispiel anzuschauen? Dann kommt mal mit. Bis vor den Eingang des Planetariums. Ja, diese virtuellen Sachen haben schon einige Vorteile. Wir haben praktisch unendlich Platz für euch alle. Und Tickets brauche ich auch keine zu kontrollieren. Wenige Millisekunden später begrüße ich euch hier bei uns im Planetarium der ESO Supernova. Wolfgang aus unserem Team hat euch ja letzte Woche bereits was über sein Lieblingssternbild Orion erzählt. Heute schauen wir mal mit einem wissenschaftlichen Auge auf Orion. Und eins kann ich euch versprechen. Das, was WissenschaftlerInnen mit den Teleskopen der europäischen Südsternwarte herausgefunden haben, lässt Star Wars endlich Wirklichkeit werden. Also lehnt euch zurück und begebt euch mit uns auf eine Reise über 1000 Lichtjahre tief hinein in unsere Milchstraße. Bevor wir auf diese Reise gehen, lasst uns erstmal die Kuppel aufmachen und schauen, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns also noch in Garching, hier bei der ESO Supernova. Wir schauen auf eine Sonne, die recht hoch am Himmel noch steht, in Richtung Süd-Südost. Es ist also noch Tag. Und damit wir wissen, wo wir überhaupt hinfliegen, müssen wir natürlich die Sterne sichtbar machen. Dazu lassen wir doch mal die Sonne untergehen. Und das können wir hier im Planetarium einfach tun, indem wir ein bisschen die Zeit beschleunigen und damit auch die Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Das führt nämlich dazu, dass die Sonne hier in Richtung Westen wandert und gleich langsam unter dem Horizont untergeht. Ja, damit verschwindet auch das Streulicht der Sonne in unserer Atmosphäre, die es tagsüber hell werden lässt. Wenn wir noch ein paar Stunden länger warten, dann erhebt sich über unseren Köpfen auch schon wunderschön das Sternbild des Orion. Zur Erinnerung, der Orion befindet sich hier in Richtung Süden, gerade Süd-Südwest. Direkt über unseren Köpfen haben wir also im letzten Planetariumsclip schon angesprochen. Ja, das Ziel unserer heutigen Reise, das ist ein Sternensystem namens GW Orionis. Das können wir jetzt hier mal suchen. Das befindet sich also praktisch direkt vor den Augen des Jägers Orion. Ja, das Licht dieses Sternensystems ist ungefähr schon 1200 Jahre unterwegs gewesen, bis es hier auf der Erde angekommen ist. Aber was ist eigentlich so besonders an diesem Sternensystem GW Orionis? Für eine Antwort auf diese Frage müssen wir zu einem unserer Großobservatorien reisen. Gerade befinden wir uns hier noch am Hauptquartier der europäischen Südsternwarte in Garching im Norden von München. Ja, das Observatorium, das die Antworten liefern sollte, das befindet sich in der Atacama-Wüste in Chile. Und zwar auf dem Paranal. Ja, das ist ein Berg, auf dem ein sehr großes Teleskop steht. Hier im Bild seht ihr es auch schon. Das ist ein Flug bis tatsächlich auf die andere Seite der Erde fast. Ja, eine weite Reise. Dort stehen unsere Observatorien in einem sehr, sehr dunklen Gebiet, auch sehr trockenes Gebiet, hier auf knapp 3000 Metern Höhe. Ihr seht hier 4 Einzelteleskope, die alle gemeinsam das Very Large Telescope bilden. Über 11 Jahre hinweg haben also AstronomInnen diese Teleskope genutzt, um das besagte Sternensystem GW Orionis immer mal wieder anzuschauen und zu studieren. Wissenschaft, die braucht eben auch ihre Zeit. Hier seht ihr jetzt übrigens den Sternenhimmel, den man heute Nacht von den Teleskopen aus sehen würde. Ja, und irgendwie schaut der Sternenhimmel ein bisschen komisch aus. Ja, ihr seht jetzt hier den Orion, und der Orion hier steht tatsächlich auf dem Kopf. Das heißt, unser Ziel befindet sich nicht hier oben, sondern hier unten jetzt. Ja, und das liegt wohl daran, dass wir uns gerade nicht auf der Nordhalbkugel, sondern eben auf der Südhalbkugel befinden. Und dort steht auch am Tag die Sonne, nicht etwa im Süden, sondern im Norden. Tja, und damit ihr mir das auch glaubt, habe ich jetzt hier unten mal ein echtes Foto mitgebracht mit dem Orion hoch über dem Very Large Telescope. Und so könnte auch eine der Beobachtungsnächte ausgesehen haben, bei denen dieses Foto hier aufgenommen wurde. Schaut nicht so ganz aus wie ein Foto, gebe ich zu, ist aber eins. Während ihr mit einem Fernglas tatsächlich nur einen hellen Punkt beobachten würdet, seht ihr mit einem großen Teleskop, dass es sich nicht um einen Punkt handelt, sondern tatsächlich um 3. Das ist also ein Dreifach-Sternsystem. Nun, so Dreifach-Sternsysteme sind eigentlich gar nichts Besonderes.
Das Besondere sieht man erst, wenn man mit einem anderen Detektor draufschaut. Warum jetzt ein anderer Detektor? Naja, mit einem anderen Detektor kann man andere Wellenlängen beobachten, also Licht bei anderen Wellenlängen, und damit sieht man das ganze System auch in einem anderen Licht, im wahrsten Sinn des Wortes. Und hier seht ihr jetzt mal das Foto, das dabei rauskommt, wenn unser spezieller Detektor infrarotes Licht sichtbar macht. Ja, neben dem für uns Menschen sichtbaren Licht strahlen die Sterne im Zentrum nämlich auch infrarotes Licht aus. Und das Besondere an dem infraroten Licht ist, dass es von dem Gas und Staub, was ihr hier in der Umgebung seht, ja, teilweise gestreut wird und teilweise verschluckt wird, bis es auf der Erde von unseren Teleskopen aufgefangen wird. Deswegen seht ihr jetzt überhaupt diesen Gas und diesen Staub und deswegen seht ihr helle Strukturen, dunkle Strukturen, Schattenstrukturen. In unserer virtuellen Führung, die ihr auch auf YouTube finden könnt, erfahrt ihr übrigens, dass es genau dieser Staub ist, in dem Planeten entstehen können. Ja, deswegen haben sich AstronomInnen also 2019 nochmal aufgemacht und ein anderes Teleskop zur Rate gezogen, was diesen Staub sichtbar machen kann. Dafür müssen wir jetzt also bei noch längeren Wellenlängen beobachten als infrarotes Licht, genauer gesagt bei Millimeter-Wellenlängen. Und genau das kann das ALMA-Großobservatorium, ebenfalls gelegen in der chilenischen Atacama-Wüste, auf einer Hochebene, ja, knapp über 5000 Metern Höhe. Ja, was ihr hier seht, in blau eingefärbt, ist genau dieser Staub. Das ist der Staubanteil in der Umgebung dieser 3 Sterne. Ja, und dieser Staub formt offenbar 3 Scheiben. Das ist jetzt aber nur ein zweidimensionales Foto. Nur durch das Betrachten beider Fotos zusammen, also auf der linken Seite der Staub selbst und auf der rechten Seite das Licht, was an dem Staub gestreut wurde, kann man es schaffen, ein dreidimensionales Bild zu extrahieren. Und nachdem jetzt also WissenschaftlerInnen über 11 Jahre hinweg Daten gesammelt haben, analysiert haben, haben sie die 2020 im letzten Jahr veröffentlicht. Zu dieser Veröffentlichung hat die Europäische Südsternwarte auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Ein Teil dieser Pressemitteilung ist diese künstlerische Darstellung hier. Ja, diese Darstellung vereint sozusagen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und Informationen. Im Zentrum befinden sich jetzt also diese 3 Sterne, die einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen und drumherum 3 Gas- und Staubscheiben, die in unterschiedlichen Winkeln zueinander orientiert sind. Ja, und genau aus diesem Staub entstehen dann also irgendwann Planeten. Nun stellt euch mal vor, ihr würdet auf einem dieser fertig gebildeten Planeten stehen. Was glaubt ihr denn, wie es bei Tag dort aussehen könnte? Tja, vielleicht etwa wie in dieser künstlerischen Darstellung, die also auch auf echten wissenschaftlichen Daten basiert, aber für ein anderes System. Oder eventuell wie bei Star Wars auf dem Planeten Tatooine. Manche von euch kennen den vielleicht. Ebenfalls ein Planet in einem Mehrfach-Sternsystem. Tja, dort erheben sich über dem Horizont eben 2 Sonnen, 2 Sterne. Und Luke Skywalker, der würde in dem Fall auch 2 Schatten werfen. Tja, leider sind wir bereits am Ende unserer kurzen Planetariumsshow angelangt. Wenn ihr die Show in voller Länge genießen wollt, dann kommt doch mal vorbei, sobald die Luft wieder rein ist. Bis bald also, macht's gut und vor allem bleibt gesund. Ciao.